I'm going to just cover very briefly about the different way of thinking about. So different paradigm, if you will. Also ich möchte nur ganz kurz so über verschiedene Paradigmen reden, über verschiedene Arten zu denken. Most commonly, most treatment models, die meisten Behandlungsmodelle come from thinking of problem-solving paradigm. Benutzen dieses Paradigma des Problemlösens. That is, when you are using problem-solving paradigm, das heißt also, wenn Sie dieses Paradigma benutzen, des Problemlösens, you begin with assessing problems. Dann versuchen Sie Probleme herauszufinden. Right? You all do that. Ich denke, das machen Sie alle. What problem do you bring here? Wir versuchen, welches Problem hat sie hergebracht. And we assess problems by thinking about the history, details of the history. Und wir erfahren so diese Probleme, indem wir über die Geschichte nachdenken. Also details of the symptoms. Indem wir nach Details des Symptoms fragen. So lots of information about the symptom. Also dass wir ganz viele Informationen über das Symptom sammeln. And as you do this, you begin to formulate some hypotheses. Und während Sie das tun, fangen Sie an, einige Hypothesen zu formulieren. And then out of that, you start to think about, aha, this problem is, diagnosis is, this person is depressed. Und dann daraus fangen Sie dann an, Hypothesen zu bilden. Und zum Beispiel, aha, nach all dem, was ich gehört habe, kann ich sagen, die Person ist depressiv. And after we do that, then we figure out what the solution that will match the problem. Und wenn wir das herausgefunden haben, dann überlegen wir uns, welche Lösung kann dieses Problem, also mit welcher Lösung kann diesem Problem begegnet werden. So after we figure out what the problem is, and then you pull out the solution that will fit the problem. Das heißt also, wenn wir herausgefunden haben, was das Problem ist, dann versuchen wir irgendwoher die Lösung rauszuziehen, die jetzt zu diesem Problem passen wird. So when you do this, we always think about then what will remove the barrier from getting from here to there. Und wenn wir das machen, dann überlegen wir uns auch immer, womit können wir die Barrieren aus dem Weg räumen, die auf diesem Weg vom Problem zur Lösung liegen. When you work this way, the whole approach becomes expert-driven. Und wenn man so arbeitet, dann ist dieser ganze Ansatz so, dass der eine der Experte ist. And the whole approach becomes a prescriptive, that is, the doctor tells the patient what to do. Und das Ganze ist dann fast wie so eine Verschreibung beim Arzt. Der Arzt erzählt dem Patienten, was er zu tun hat. The other thing that I want to emphasize, that whole approach tend to be very individually oriented. Und das andere, was ich betonen möchte, ist, dass dieser ganze Ansatz so ausschaut, als ob er wirklich sehr aufs Individuum bezogen ist. And also that I am the doctor, and therefore I am watching you, I am observing and describing and making suggestions for you. So there is a separation between the observer and the person who is being observed. Da ist so diese Trennung. Ich bin hier der Doktor und ich beobachte dich oder sie dort und ich beschreibe sie, wie ich sie beobachte, und da ist eine klare Trennung dazwischen. This is what we are all familiar with. Und ich denke, wir alle kennen dieses. That is, sometimes this approach is described as scientific model. Und dieser Ansatz wird manchmal als das wissenschaftliche Modell beschrieben. Or sometimes this is described as a medical model. Und manchmal auch als das medizinische Modell. And any of you who are doctors, you know that medicine essentially works this way. Und wenn unter Ihnen einige Ärzte sind, Sie wissen genau, dass die Medizin so vorgeht. Of course, medicine look at a human body as a piece of machine. Die Mediziner schauen sich den menschlichen Körper als eine Maschine an. And so is always thinking like this piece of a machine is related to this piece. Und sie denken in der Medizin immer, also wie ist dieses eine Stück der Maschine, wie steht es in Bezug zu dem anderen Stück? Well, except when we are thinking about it, human minds are different than a machine. It's not a mechanistic way. Während wir so das ansehen, dass wir sagen, das menschliche Geist, der ist nicht so wie eine Maschine zusammengesetzt, der funktioniert anders.
So in solution building approach, we begin with assessing solutions. Und in diesem Ansatz, in dem wir Lösungen suchen, ist auch unser erster Schritt, dass wir schon versuchen, Lösungen hervorzubringen. So it sort of comes from the opposite end. Das heißt, wir kommen praktisch vom anderen Ende. Then the first thing we do by assessing solutions is to find out what is the client's idea of a desired outcome. So dass das allererste, was wir herausfinden, ist, was ist so die Idee, die der Klient hat, was das gewünschte Ergebnis ist. And the other point that I want to make, very important point, is always working with patient's frame of reference. Und das andere, was ich nicht genug betonen kann, ist, dass wir immer wirklich mit dem Bezugsrahmen des Klienten arbeiten. Instead of trying to change the patient's frame of reference that get them into trouble, we decide to work with it. Anstatt dass wir versuchen, den Bezugsrahmen des Klienten, der ihn in Schwierigkeiten gebracht hat, zu ändern, versuchen wir mit seinem Rahmen zu arbeiten. And of course, the rest of it, some of you are familiar with. That is, you find the exceptions and past successes. Ich denke, den Rest kennen einige von Ihnen, dass Sie dann nach Ausnahmen suchen oder nach Erfolgen in der Vergangenheit. So essentially what we do is we learn to think about what does this patient need to repeat. Also Small successes that this person needs to repeat. Wir haben angefangen darüber nachzudenken, welche kleinen Erfolge sollte der Patient immer wiederholen. When you work this way, the relationship becomes collaborative because we must rely on our clients to tell us all this information. Und wenn wir diesen Ansatz wählen, dann wird es eine Zusammenarbeit, weil wir müssen uns darauf verlassen können, dass der Klient uns diese Informationen gibt. And unlike being prescriptive, that is, tell the patient what to do, the whole process becomes constructive because when I first start, I have no idea what we're going to end up doing. Und anstatt dass ich Verschreibung sage, was der Klient zu tun hat, wird das Ganze etwas, was wir gemeinsam konstruieren, denn ich weiß zu Beginn überhaupt nicht, wo wir hingehen werden. And those of you who are familiar with family therapy or literature, that the person who is being observed and the person who is doing the observing are always interactionally related to each other. Ich denke, diejenigen von Ihnen, die in der Familientherapie zu Hause sind, wissen, dass eben derjenige, der beobachtet und die Person, die beobachtet wird, dass das eine Interaktion ist, ein gemeinsamer Prozess. So any of you who has some training in systemic therapy, I suppose you could say this is a very systemic way to think about. Und ich denke, diejenigen, die mit der systemischen Therapie vertraut sind, die könnten sagen, dass das ein sehr systemisches Denken ist. Okay. I'm assuming rest of you are familiar with different kinds of questions. Und ich denke, dass der Rest von Ihnen vertraut ist mit den unterschiedlichen Fragearten. Yes, miracle question, Die Wunderfrage spirit question, und die Skalierungsfragen. Anybody not familiar Ist with it? jemand, der das nicht kennt? Anybody not familiar with it? You all know about that. Also Sie kennen das alle. Wonderful. Okay. The miracle question I know, but what were the other? Die Skalierungsfragen? Scaling? No. No? She doesn't know. Exception finding questions? So die Fragen, wo man nach Ausnahmen sucht. Exception you know, okay. The other one is coping question. Also die Bewältigungsstrategien, die Fragen nach den Bewältigungsstrategien. Yes? You all familiar with that? Kennen Sie die auch alle? Okay. If you're not, No. not familiar, you know nothing. She came in later, so she didn't say okay. before. Okay, yeah. Okay. All right. Let me just quickly review because when we get to the videotape, you will see that in action. Also ich werde es jetzt nur ganz kurz durchgehen, weil wenn wir nachher uns das Videoband anschauen, dann können Sie sehen, wie das Ganze angewandt wird. The miracle question, let me just get very briefly over that. Also ich werde ganz kurz noch was zu der Wunderfrage sagen. This is the question that helps the patients, you and the patient, to jump over the problem. Also diese Frage hilft Ihnen und dem Patienten, über das Problem hinwegzuspringen. And figure out
what the solution would look like und hilft herauszufinden, wie denn die Lösung aussähe. in detail. Wirklich im Detail, ganz Okay. ausführlich. So I would say, and you will see it. Also Sie werden das nachher auch sehen. Here. Suppose. Angenommen. Suppose. Fang immer mit dem Wort angenommen By an. the way, suppose is a very nice word Und dieses Wörtchen angenommen ist ein wunderschönes Wort. because as you ask the patient to just suppose, then you help them to just jump over the problem here and then just suppose about this. Und genau mit diesem Wörtchen angenommen helfen Sie dem Klienten eben über das Problem hinweg zu springen und tatsächlich mal was anzunehmen. After, I would say, after we talk, Also nachdem wir hier gesprochen haben, you are going to go home or you're going to go back to your room or whatever, also gehen Sie heim oder gehen noch dorthin, was Sie vorhatten ohnehin. and you do whatever you do rest of today. Und Sie machen all das, was Sie ohnehin am Rest des Tages noch zu tun, also vorhatten, ja. And nighttime comes tonight Und dann irgendwann mal wird's Abend and you go to bed. und Sie gehen zur Schlafenszeit ins Bett. And when I'm telling these stories, step by step by step by step, Und wenn ich das so Schritt für Schritt erzähle, client's reaction is, yeah, I do that. ist die Reaktion des Klienten, ja, das tue ich. Und das tue ich. Ich gehe auch ins Bett, ja. Okay? So you are gradually building a yes set. Das heißt also, Sie bilden so ganz langsam eine Einstellung zu einem Ja heraus. Because the patients, your patients need lots of help. Weil die Patienten You brauchen jump over. viel Hilfe, um wirklich über das Problem hinweg springen zu können. That's all I'm doing, is giving them lots of help. Und das ist im Prinzip alles, was ich tue. Ich gebe ihnen nur sehr viel Hilfestellungen. And while you are sleeping, Und während du dann schläfst, a miracle happens. passiert ein Wunder. And the miracle is Und das Wunder besteht darin, the problem that got you worried dass das Problem, was ihnen Sorge macht, and problem that got you all upset, und das Problem, was sie ganz durcheinander bringt und auch ärgerlich macht, all of this problem is solved because of this miracle. das ist vielleicht plötzlich gelöst aufgrund des Wunders. But this happens when you are sleeping, so you have no way of knowing this has happened. Aber das passiert, während sie schlafen. Das heißt, sie haben keine Ahnung, dass es passiert ist. So when you wake up tomorrow morning, Das heißt, wenn sie morgen früh aufwachen, how will you find out that there was a miracle wie können sie herausfinden, dass da dieses Wunder passiert ist and the problem is all gone? und dass das Problem verschwunden ist? Okay? So it's a very long question. Das ist also eine sehr, sehr lange Frage. And when you do it this way, you are inviting the client to think about how will your life will be different after the problem. Und was eben mit dieser Frage ist, dass Sie den Klienten einladen, darüber nachzudenken, wie das Leben nach der Lösung des Problems aussehen würde. Even when I do that carefully, sometimes your clients are going to say, I don't know. Selbst wenn Sie das so ganz vorsichtig vorbereiten, wie ich das gemacht habe, wird es immer wieder Klienten geben, die einfach sagen, ich weiß nicht. Then instead of, oh no, this patient doesn't understand, Und dann instead of saying that, anstatt dass Sie dann sagen, oh Gott, dieser Klient versteht mich ja überhaupt nicht, you just sit and wait. so sitzen Sie ganz ruhig und warten. Then your client will say, well, I suppose, Dann wird der Klient irgendwann mal sagen, ich nehme an, and their eyes will go up to the ceiling, und die Augen gehen dann gewöhnlich zur Decke and sometimes their eyelids will flutter, und manchmal zittern so die Augenlider and they literally change their face. und das Gesicht verändert sich wirklich. And they will say, well, I suppose I will be calmer. Und dann sagen sie zum Beispiel, ich nehme an, ich wäre viel ruhiger. I was talking to a drug-addicted mother. She has many years of cocaine use. Ich habe also mit einer Drogenabhängigen gesprochen, die viele Jahre Kokain genommen hatte. And for her, the miracle will be that I will
get up with my